Ich stehe hier vor dem Naturschutzzentrum Wurzacher-Ried, wo derzeit eine Ausstellung zu sehen ist, Vogelspuren. Die werden wir uns nachher noch genauer anschauen, von Lothar Schiffler und seinem Assistenten Nikolai Klassen. Eigentlich sollte diese Ausstellung schon Anfang Februar zu sehen sein. Durch Corona hat sich das alles verzögert. Wir sind trotzdem dankbar, dass es unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen jetzt zumindest möglich ist. Jetzt haben wir schon Frühlingsanfang, also Mitte März. Beim Aufbau haben wir schon einige Fotos machen können und mit Lothar Schiffler sprechen. Er hat einige seiner Bilder erklärt. Wir versuchen zu rekapitulieren, was er uns damals erzählt hat. Aber natürlich kann er das selber viel besser. Deswegen verwenden wir auch O-Töne von den Aufnahmen, die wir beim Aufbau gemacht haben. Wir sind schon sehr gespannt, wie es jetzt fertig aufgebaut aussieht. Jetzt gehen wir rein. Ich stehe jetzt hier vor dem ersten Bild, das einen sozusagen begrüßt, wenn man die Ausstellung besucht. Es ist in Raderach am Bodensee entstanden und zeigt die Flugbewegung von 49 Sekunden. Also in 49 Sekunden, nicht mal einer Minute, sieht man diese Flugbewegungen. Es sind 24 Schwarzmilane, die nur mit 2 Flügelschlägen sich hier bewegt haben, hauptsächlich sich durch die Thermik haben nach oben tragen lassen. Wir kennen den Begriff Fotografie, das bedeutet übersetzt eigentlich Schreiben mit Licht. Was wir hier sehen, ist eine Iskiographie, Schreiben mit Schatten. Was das bedeutet, erklärt Lothar Schiffler selber. Im Grunde genommen ist es so etwas Ähnliches wie eine Langzeitbelichtung am Tag, aber das ist eben fototechnisch nicht möglich. Wenn man das machen würde, wäre nach ein paar Minuten alles weiß-hell, überbelichtet. Deshalb muss man da einen riesen Umweg gehen, und sodass dann nur die dunklen Teile, so quasi die Schattenteile des Bildes übrig bleiben. Deshalb nenne ich es Iskiographie. Ein wichtiger Mitarbeiter bei diesen Iskiografien ist Nikolai Klassen, der in einer Bachelorarbeit das mit den Iskiografien entwickelt hat und immer weiter verfeinert hat. Und er hat einen Film erstellt, wie diese Vogelspuren so langsam entstehen. Das war während meines Bachelorstudiums, inzwischen jetzt auch schon 10 Jahre her. Und wir hatten, wie gesagt, vorher schon zu zweit dieses Problem öfters diskutiert. Und dann haben wir im Bachelor eine längere Facharbeit, eine künstlerische Projektarbeit gemacht. Und im Rahmen dessen habe ich dann diese Technik entwickelt. Und das Ganze basiert eben darauf, Videos aufzunehmen, die Videos dann in ihre Einzelbilder zu zerlegen. Dafür gibt es bereits Software. Aber was ich dann noch zusätzlich entwickelt habe, ist ein Algorithmus, der diese Einzelbilder dann wieder übereinander lagert. Und zwar so, dass eben immer die dunklen Bildteile sich überlagern und so diese dunklen Spuren vor dem hellen Hintergrund sich abzeichnen. Und im Laufe der nächsten Jahre haben wir auch diesen Algorithmus und dieses kleine Programm immer weiterentwickelt, sodass man noch ein paar Zusatzoptionen hat, die uns die Arbeit an diesen Bildern erleichtern. Und ja, so ist das Ganze entstanden und so ist die Technik auch immer ausgereifter geworden. Dass dieses Bild hier am Anfang der Ausstellung hängt, ist kein Zufall. Es ist nämlich in Bad Wurzach entstanden und zeigt Flugbewegungen, die innerhalb von 50 Sekunden zu sehen waren. Und eigentlich kam es mehr durch Zufall zustande. Hier sieht man eine Libelle. Und Lothar Schiffler hatte eigentlich gar kein Stativ dabei, aber er hat dann ein Geländer von einer Brücke verwendet und diesen interessanten Libellenflug aufgenommen. In der Zeit kam aber auch noch eine Drossel durch und hier sieht man die Flugbahn eines Flugzeugs. Wir laufen jetzt mal durch diese Ausstellung hindurch. Wir zeigen natürlich nicht alle Bilder, die hier zu sehen sind, sonst könnten Sie sich einen Besuch hier ja sparen und es ist schon noch was anderes, das in Natura zu sehen. Wir picken uns jetzt einfach ein paar Rosinen aus dem Kuchen raus. Auf diesem Bild sieht man die äußerst ästhetische Flugbahn von 2 Rotmilanen, die sich ohne Flügelschlag hier durch die Luft gleiten lassen. Besonders interessant an diesem Bild ist der Zusammenhang mit diesem kleinen Bildchen hier, wo die Flugbahn ja äußerst ähnlich aussieht. Das ist aber keine Skizze von Lothar Schiffler, wie er sich jetzt irgendeine Flugbahn vorstellt. Diese Skizze ist viel früher entstanden.
Und das erklärte uns selber, um was es sich dabei handelt. Leonardo da Vinci vor über 500 Jahren hat in seinem Skizzenbuch Spuren gemalt, die genau so aussehen wie diese Bilder. Und das zeigt erstens von einer unglaublich exakten Naturbeobachtung. Und ich wäre sicher, dass der Leonardo da Vinci, wenn er heute gelebt hätte, wahrscheinlich noch ein paar Jahre vor mir auf die Idee gekommen wäre, das mit fototechnischen Mitteln zu machen. Dieses Bild ist jetzt anders als die, die wir bisher gesehen haben. Einmal ist ein Gebäude zu sehen, Schloss Nymphenburg, und dann 2 verschiedene Vogelarten. Und es ist ganz interessant, diese Flugbahnen zu sehen. Hier hat sich ein Turmfalke erhoben und rüttelt da oben und wird dann von Rauchschwalben sozusagen attackiert, angegriffen, gestört. Er denkt sich dann, oh Mist, fliegt da runter und sucht sich einen anderen Standort, wo er eben raubvogelartmäßig in der Luft rüttelt und wird dann aber wieder von den Rauchschwalben attackiert hier. Und dann gibt er anscheinend auf und stürzt nach unten. Hier sehen wir jetzt einige Bilder vom Mauersegler, den Lothar Schiffler als den verlässlichsten unter den gefiederten Mitarbeitern von diesem Projekt bezeichnet. Lothar Schiffler wohnt in München und kann von seiner Wohnung aus diese Mauersegler filmen. Ein äußerst interessanter Vogel, der fast sein gesamtes Leben in der Luft verbringt. In dem Moment, wo ich dann mal die ersten Versuche gemacht habe, das war Anfang der 2000er, dann habe ich mich mit denen beschäftigt und habe dann angefangen, über die Mauersegler überhaupt was zu erfahren. Und als ich dann gelernt habe, dass das Vögel sind, die im Grunde genommen praktisch ihr ganzes Leben, außer der Brutzeit, nur in der Luft sind. Die stürzen sich aus dem Nest und fliegen sofort. Ununterbrochen, Tag und Nacht, schlafen in der Luft, fressen in der Luft, fliegen dann mit den Eltern wenig später, nachdem sie geschlüpft sind, bis nach Afrika, bis nach Tansania, Südafrika, Kongo-Becken und kommen dann Ende April, Anfang Mai wieder zu uns zurück und machen da auch ihre Kreise. Die suchen dann wiederum ihr Nest und eventuell, was wir hier auf diesen Bildern sehen, das sind ein Zeitraum von 1 Minute 19 Minuten, wo die ununterbrochen kurz vor dem Abflug nach Afrika an einen Nestpunkt hinfliegen. Und es ist nicht genau klar, was da eigentlich passiert. Es gibt die These, die wollen die Jungen rauslocken, die da eventuell noch drin sind. Und eine andere These, die ich mal irgendwie so vertreten habe, ist, dass sie einüben, wieder einen Nistplatz zu finden im nächsten Jahr. Sie fliegen hin, machen dann eine Riesenkurve, fliegen über die Dächer und so weiter, weiß Gott wie weit, und kommen nach einer Minute oder wieder zurück und fliegen wieder dahin. Und dann immer und immer und immer wieder. Und da haben wir hier 3 Minuten 18. Der Himmel ist fast schwarz vor all dem, was man da an Flugbewegungen in dieser Zeit sehen kann. Und das sind also derart großartige Tiere, dass ich also mich mit denen sehr viel beschäftigt habe. Dieses Bild entstand auf Elba und zeigt wieder einen Mauersegler. Diesmal haben wir auch Kondensstreifen von einem Flugzeug mit dabei. Man kann die Fluggeschwindigkeit eines Vogels, die er drauf hatte, als die Aufnahme entstand, auch ausrechnen. Da kommt man in dem Fall auf 63 Stundenkilometer. Da es bei den Ischiographien ja um Vögel geht, kann man das natürlich nicht so gut planen. Man kann sich vielleicht vornehmen, jetzt irgendwo hinzureisen, wo eine bestimmte Vogelart beheimatet ist. Diese Aufnahme hier entstand mehr oder weniger durch Zufall. Und zwar in den Pyrenäen, in Katalonien. Und wie es dazu gekommen ist, erklärt Lothar Schiffler selbst. Meine Frau hat ihn währenddessen mit dem Fernglas beobachtet und hat gesehen, wie der zu uns runterguckt. Und ich behaupte jetzt stur und fest, der hat geschaut, welche Brennweite habe ich, wo muss ich meinen Kringel machen, und dann kam der tatsächlich und macht genau diese Schleife. Ich habe nur Gänsehaut, wenn ich heute noch davon erzähle, kriege ich Gänsehaut.
und ich muss danach einfach nochmal meinen Geldbeutel zücken und in den Klingelbeutel in einem Kloster nochmal meinen Obolus hinterlassen. So begeistert war ich von dem Bild. In der Ausstellung befinden sich auch 2 Ischiographien mit 2 ganz berühmten Bauwerken. Hier haben wir einmal die Klagemauer in Jerusalem und auf der anderen Seite die Trennmauer in Bethlehem. Lothar Schiffler war da 2018 eingeladen worden, auf einer Mauerseglerkonferenz zu sprechen. Und das Bild, das hier entstanden ist, ist wieder mal nicht mal 1 Minute, 48 Sekunden, wieder Mauersegler, die darüber kreisen. Und man könnte fast den Eindruck haben, dass es sich dabei um Stacheldraht handelt. Das ist eine Assoziation, die viele Menschen haben. Auch der Organisator der Mauerseglerkonferenz in Tel Aviv hatte erst gedacht, wow, sieht aus wie Stacheldraht, irre. War vollkommen begeistert von dem Foto, von dem Bild. Und ich hatte im Vorfeld dieser Ausstellung einfach gedacht, ich fahre nach Israel, da gibt es die Klagemauer. Es gibt in Bethlehem zu Palästina die Grenze, die Grenzmauer, die Trennmauer. Und es geht um die Mauersegler. Die Mauersegler werden von diesen Vogelschutzorganisationen, von den Vogelschützern als Vögel des Friedens angesehen, weil sie keine Grenzen weder staatlicher noch religiöser Art kennen, sondern hinfliegen, wo sie wollen. Und da war ich sehr berührt, auch dann solche Aufnahmen machen zu können. In der Ausstellung kann man aber nicht nur die Flugbahnen von Vögeln sehen, sondern auch von Insekten, auch von ganz kleinen, wie hier von Eintagsfliegen mit ihrem charakteristischen Pendelflug oder hier Bienen und Fliegen an einer wilden Möhre in München und hier unten sehen wir Rheinfliegen. Schändlicherweise muss ich habe am Anfang vor allem die Insekten aus den Bildern rausgefiltert, rausgemaskiert und dann aber auch erkannt, was da für großartige Flugkünstler auch dabei sind. Zum Beispiel Eintagsfliegen. Das ist eine bestimmte Art von Eintagsfliegen, die am Starnberger See im Sommer unterwegs ist, die diesen wunderbaren sinuskurvenartigen Pendelflug haben. Dann gibt es am Bodensee und entlang des Rheins gibt es das, was die dort Rheinfliegen nennen. Wenn sie aus dem Wasser geschlüpft sind, nach 4 Jahren Lebenszeit im Wasser, dann kommen sie raus, suchen ganz hektisch nach Männchen und Weibchen, paaren sich, das Männchen stirbt 1 Minute später, das Weibchen hat noch 10 Minuten mehr, um die Eier ins Wasser zu legen, dann stirbt auch das Weibchen und in manchen Jahren liegen die Leichen der Eintagsfliegen wie Schnee auf dem Boden und müssen mit Schneepflügen weggeschafft werden. Und dann natürlich die Bienen. Ja. Bienensterben war ein Riesenthema oder ist ein Riesenthema immer noch. Und das ist eine wilde Möhre, die bei uns auf dem Balkon wächst und die wird mit großer Regelmäßigkeit von Schwebfliegen, von Bienen und allen möglichen kleinen Insekten heimgesucht. Deshalb wollte ich unbedingt mal dieses Bild auch mit reinbringen. Es gibt natürlich auch ganz andere Flugkünstler, auf die Lothar Schiffler eher zufällig gestoßen ist. Hier sehen wir zum Beispiel die Flugbahn von Pappelsamen. Ich habe ein Stück Video gehabt, wo nichts drauf war. Plötzlich sehe ich, das sind so weiße Flocken. Was sind das für weiße Flocken? Das sind die Pappelsamen, die da aus den Bäumen rausgeweht werden und die dann so runtergerieselt kommen und in manchen Jahren, wie die toten Eintagsfliegen, auf dem Boden liegen bleiben, sodass da eine richtige Schicht von 5, 10 Zentimeter nur weiße Flocken liegen. Das sieht ganz poetisch aus. In der Ausstellung gibt es auch eine Multimedia-Station, wo man als Zuschauer sehen kann, wie so eine Ischiographie entsteht.
Hier im Epilog zur Ausstellung komme ich eben auch nochmal auf die Insekten zurück, entschuldige mich bei Ihnen quasi, dass wir sie dauernd aus den Bildern raus maskieren. Wir haben hier nochmal das Bild, das wir vorhin ganz groß gesehen haben, von dieser wunderbaren Spur. Bei diesem Bild daneben habe ich sichtbar gemacht, was in der ganzen Zeit des Videos, was dort noch alles unterwegs war. Haufenweise andere Schwarzmelane noch, ein Kolkrabe, einige Mauersegler, die da noch unterwegs waren. Und dann waren eben auch noch haufenweise Fliegen, die ganzen Pünktchen hier. Und dann habe ich mal den Fliegen die Ehre gegeben, habe die nochmal in das Bild rausgemacht, die Vögel alle raussortiert, um zu zeigen, das ist eben auch alles, was sich in der Luft bewegt. Die Luft, der Lebensraum Luft ist dauernd und immer erfüllt von Leben. Und wir müssen eben immer bedenken, ohne Nahrung können wir ein paar Wochen leben, ohne Wasser ein paar Tage, aber ohne Luft maximal ein paar Minuten, dann ist Schluss. Das heißt ganz einfach, die Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel und wenn wir auf die Luft nicht aufpassen, in jeglicher Hinsicht, dann wird irgendwann Schluss sein. Bis Mai ist die Ausstellung noch zu sehen und man kann sich auch die Ischiographien nach Hause holen auf verschiedene Art und Weise. Es gibt zum Beispiel hier einen sehr schönen Bildband, den man kaufen kann. Ich blätter mal durch. Da sind natürlich einige Bilder auch, die in der Ausstellung zu sehen sind, aber auch andere. Es gibt Postkarten, es gibt Kalender, wobei man da nicht unbedingt den aktuellen Kalender nehmen muss. Wir haben schon Februar. Ja. Schon verpasst. Ja, aber viele kaufen die Kalender auch Ja, klar. einfach so, weil sie dann einfach ein Bild rausschneiden können und das an die Wand hängen. Und es gibt immer wieder Leute, die bestellen 2021 noch die Kalender von 2019 und 2018 nach. Und man kann natürlich auch die Bilder kaufen. Oh. Ja, das ist natürlich immer meine größte Freude und das ist immer wieder erfreulich, dass das auch passiert. Im Corona-Jahr 2020 gab es natürlich nur sehr wenig Ausstellungen, davor aber ziemlich viele. 2019 waren es insgesamt 10 Ausstellungen, unter anderem in Venedig, dann nochmal in einem kleinen Ort in der Toskana, wo ich dann auch meinen Vortrag gehalten habe. Es war in Frankreich in kleinen Museen, verschiedenen Naturkundemuseen in Deutschland. Und die erste Ausstellung, die erste Einzelausstellung war im Luftmuseum in Amberg. Ein ganz skurriles und fantastisches Museum, das jede Reise wert ist, da mal hinzufahren. Die Ausstellung ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und während wir jetzt noch einmal durch die Ausstellung durchlaufen, erklärt uns Horst Weißer, der Leiter des Naturschutzzentrums, wie diese Ausstellung nach Bad Wurzach gekommen ist. Wir haben ja im Jahr so 3 bis 4 Sonderausstellungen, um aktuelle Umweltthemen, Naturthemen an die Bevölkerung heranzutragen. Und da sind wir auf die Ausstellung vom Herrn Schiffler gestoßen, die Airlines, die mich sofort begeistert hat. Ich habe das damals beim Kollegen im Naturschutzzentrum Eriskirch gesehen und war von den Aufnahmen total begeistert. Es geht hier um künstlerische Dinge, es geht natürlich um Vögel, also um biologische Dinge und das passt natürlich geradezu genau bei uns in unsere Linie unserer Ausstellung, wo wir Naturthemen, biologische Themen darstellen.